Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute zeigen wir dir, wie du dich auf Deutsch einfach vorstellen kannst. Abonniere uns und drück die Glocke, damit du nichts verpasst. Sich vorzustellen ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Man will ja einen guten Eindruck hinterlassen. Genau, und trotzdem soll es locker und freundlich wirken. Manchmal hilft es, einfach mit einem Lächeln zu beginnen. Ja, das stimmt. Ein Lächeln öffnet oft Türen und mit einem einfachen Hallo oder Hi kann man schon viel erreichen. Richtig. Manchmal fragt man sich dann, was man als nächstes sagen soll. Vielleicht einfach den Namen und etwas Persönliches? Genau. Zum Beispiel, ich heiße Anna und ich mag gern wandern. Das ist einfach und persönlich. Und wenn man den anderen Namen hört, kann man nachfragen oder etwas dazu sagen, um das Gespräch weiterzuführen. Ja, das zeigt Interesse. Zum Beispiel, oh, wandern klingt toll. Wo gehst du am liebsten hin? Das macht das Gespräch direkt persönlicher und es zeigt, dass man wirklich zuhört. Absolut. Ein weiterer Tipp ist, sich kurz zu halten und nicht zu viele Informationen auf einmal zu geben. Stimmt, man will ja nicht überfordern, lieber kurze Sätze und Pausen machen. Und wenn man nervös ist, hilft es, tief durchzuatmen und sich Zeit zu lassen. Ja, und dabei nicht vergessen, dass der andere vielleicht genauso nervös ist. Genau, das hilft oft, die Situation zu entspannen. Und ein bisschen Humor kann auch gut sein. Auf jeden Fall. Ein lockerer Spruch kann das Eis brechen und die Atmosphäre auflockern. Wichtig ist auch, ehrlich zu sein und sich nicht zu verstellen. Das kommt immer besser an. Das stimmt. Authentizität ist der Schlüssel. Niemand mag es, wenn jemand unnatürlich wirkt. Und auch wenn es nicht perfekt läuft, ist das nicht schlimm. Man lernt ja immer dazu. Ja, und manchmal entstehen die besten Gespräche aus kleinen Fehlern oder Missverständnissen. Genau. Es geht darum, offen zu sein und sich auf das Gegenüber einzulassen. Und wer weiß, vielleicht findet man dabei neue Freunde oder interessante Kontakte. Das ist doch das Schöne an einer natürlichen Vorstellung. Sie eröffnet viele Möglichkeiten. Richtig. Und am Ende zählt, dass man sich wohlfühlt und authentisch bleibt. So kann eine Vorstellung freundlich und locker beginnen, ohne großen Stress. Wenn man sich vorstellt, ist es oft hilfreich, etwas über seine Hobbys oder Interessen zu erzählen. Das macht das Gespräch interessanter. Ja, absolut. Zum Beispiel könnte man sagen, ich bin Max und ich spiele gern Gitarre. Das gibt sofort eine persönliche Note. Genau. Und wenn jemand auch Musik mag, hat man direkt ein gemeinsames Thema. Das verbindet. Das stimmt. Und es gibt einem die Möglichkeit, Fragen zu stellen wie lange spielst du schon oder welche Musikrichtung magst du? So entstehen oft spannende Gespräche. Menschen lieben es, über ihre Leidenschaften zu sprechen. Richtig. Ein weiterer Aspekt ist, über den Beruf oder das Studium zu sprechen, ohne zu formell zu werden. Ja, anstatt nur den Jobtitel zu nennen, kann man erzählen, was man daran besonders mag. Zum Beispiel, ich arbeite als Lehrerin, weil ich gern mit Kindern arbeite. Das macht es persönlicher und weniger wie ein Lebenslauf. Außerdem zeigt es Begeisterung. Und wenn man gerade etwas Neues lernt, kann das auch ein gutes Gesprächsthema sein. Das weckt Interesse. Genau, man könnte sagen, ich lerne gerade Spanisch und finde es spannend. So teilt man etwas Persönliches. Es ist wichtig, authentisch zu bleiben und nicht zu viele Standardfloskeln zu verwenden. Das wirkt natürlicher. Ja,
Und manchmal kann man auch etwas Humorvolles über sich erzählen. Das lockert die Stimmung auf. Ein kleiner Witz oder eine lustige Anekdote kann das Eis brechen und das Gespräch lebendiger machen. Und wenn man auf Reisen war, kann man darüber sprechen. Orte und Erlebnisse sind immer ein gutes Thema. Das stimmt. Viele Menschen reisen gern und tauschen gern Geschichten aus. Das schafft schnell eine Verbindung. Wichtig ist, dass man offen für Rückfragen bleibt und Interesse an der anderen Person zeigt. Genau. Ein gutes Gespräch ist immer ein Geben und Nehmen. Man lernt viel über den anderen und über sich selbst. Und selbst wenn man nicht alles perfekt sagt, zählt der Versuch und die Offenheit. Ja, und das macht eine natürliche Vorstellung aus. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist echt. Dadurch entstehen oft die besten Gespräche, die lange in Erinnerung bleiben. Und manchmal reicht ein einfaches Gespräch, um neue Freundschaften zu schließen oder neue Interessen zu entdecken. Genau, eine offene und ehrliche Vorstellung kann viele Türen öffnen und neue Möglichkeiten bieten. Wenn wir darüber sprechen, wie man im Gespräch sympathisch wirkt, denke ich sofort an ein Lächeln. Ein Lächeln öffnet viele Türen. Absolut, es zeigt, dass man freundlich und offen ist. Und wenn man lächelt, fühlt sich das Gegenüber gleich wohler. Stimmt. Ein weiteres wichtiges Element ist der Blickkontakt. Damit zeigt man Interesse und Aufmerksamkeit. Genau, aber es sollte nicht zu intensiv sein, damit es nicht unangenehm wirkt. Ein natürlicher Blick reicht aus. Ja, genau. Und während man spricht, sollte man darauf achten, nicht zu schnell zu reden. Das kann manchmal hektisch wirken. Richtig. Eine ruhige, klare Sprache hilft, besser verstanden zu werden. Und es zeigt, dass man sich wohlfühlt. Wenn man dann noch offen auf Fragen antwortet und selbst welche stellt, bleibt das Gespräch lebendig. Ja, Fragen zeigen, dass man wirklich zuhört und mehr über die andere Person wissen möchte. Besonders wichtig ist es, auf das Gesagte einzugehen. So fühlt sich der Gesprächspartner wertgeschätzt. Ein einfaches „Das klingt interessant“ oder „Erzähl mir mehr darüber“ kann Wunder wirken. Auch Humor kann helfen, sympathisch zu wirken. Ein kleiner Witz, der nicht zu persönlich ist, kann die Stimmung auflockern. Auf jeden Fall. Aber man sollte vorsichtig sein, dass es niemanden verletzt oder unangenehm ist. Richtig, der Humor sollte leicht und freundlich bleiben. Und wenn man selbst über sich lachen kann, zeigt das Selbstbewusstsein. Ein weiterer Punkt ist, geduldig zu sein und den anderen ausreden zu lassen. Das zeigt Respekt. Ja, und wenn man noch ein wenig Geduld mit sich selbst hat, wirkt man ausgeglichen und entspannt. Vertrauen spielt auch eine große Rolle. Wenn man ehrlich ist, baut man schnell Vertrauen auf. Genau. Ehrlichkeit schafft eine Basis, auf der man ein gutes Gespräch aufbauen kann. Und selbst wenn man mal nicht die richtigen Worte findet, hilft es, einfach man selbst zu bleiben. Richtig, die natürliche Art kommt immer am besten an und Perfektion ist nicht nötig. Manchmal hilft es auch, einfach kurz zu pausieren, wenn man die Worte sucht. Das zeigt, dass man nachdenkt. So bleibt das Gespräch authentisch und man ist auf einer Wellenlänge mit dem Gegenüber. Und das Wichtigste ist, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Das macht alles viel entspannter. Ja, und so kann man auch in einer neuen Sprache sympathisch und offen wirken. Im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, wie man sympathisch wirkt. Aber wie wird aus einer Vorstellung ein echtes Gespräch?
Ich denke, der Schlüssel ist, echtes Interesse zu zeigen. Wenn du jemanden kennenlernst, frag nach Dingen, die dir wirklich wichtig erscheinen. Genau, anstatt nur „Wie geht's?" zu sagen, könnte man fragen: Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ja, das ist gut. So erfährt man mehr über die Person und es entwickelt sich ein Gespräch, das über die Oberfläche hinausgeht. Und es hilft auch, auf das Gesagte einzugehen. Wenn jemand von seinem Hobby erzählt, kann man nachfragen oder seine Meinung dazu sagen. Richtig. Zum Beispiel, wow, das klingt spannend. Wie bist du dazu gekommen? Das zeigt echtes Interesse. Außerdem finde ich es wichtig, selbst etwas Persönliches zu teilen. Das macht das Gespräch ausgewogener und offener. Absolut. Wenn man von einer eigenen Erfahrung erzählt, fühlt sich der andere oft ermutigt, mehr zu erzählen. Und wenn man mal nicht weiter weiß, kann man immer auf etwas Aktuelles oder Allgemeines zurückgreifen, wie das Wetter oder einen Film. Genau, solche Themen sind oft unverfänglich und können das Gespräch am Laufen halten. Was auch hilft, ist mit kleinen Gesten zu zeigen, dass man zuhört, wie ein Nicken oder ein kurzer Kommentar. Ja, so merkt der Gesprächspartner, dass man wirklich dabei ist und sich für das Gesagte interessiert. Und wenn man etwas nicht versteht, sollte man ruhig nachfragen. Das zeigt, dass man aufmerksam ist und wirklich verstehen möchte. Ja, das ist wichtig. Und es kann das Gespräch sogar vertiefen, weil man oft mehr Details erfährt. Auch den Tonfall und die Körpersprache nicht vergessen. Ein freundlicher Ton und eine offene Haltung machen viel aus. Das stimmt. Ein Lächeln und eine entspannte Haltung können Wunder wirken und das Gespräch in eine positive Richtung lenken. Manchmal reicht es auch, einfach achtsam zu sein und spontan auf das einzugehen, was gerade passiert. Ja, Flexibilität im Gespräch ist wichtig. Das macht alles natürlicher und weniger gezwungen. Und wenn man am Ende das Gefühl hat, etwas über die Person gelernt zu haben, war es ein gutes Gespräch. Genau, das ist das Ziel. So bleibt das Gespräch lebendig und man fühlt sich verbunden. Danke, dass ihr heute dabei wart. Es macht immer Spaß, mit euch zu reden. Wir freuen uns auf eure Gedanken. Schreibt uns in die Kommentare, welche Wörter euch gefallen haben. Ja, eure Meinungen sind wichtig. Gebt uns ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert unseren Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bis bald. Das Lächeln. Ein Lächeln öffnet viele Türen. Wenn man lächelt, fühlt sich das Gegenüber gleich wohler. Der Blickkontakt. Blickkontakt zeigt Interesse und Aufmerksamkeit. Ein natürlicher Blickkontakt reicht aus. Die Frage. Fragen zeigen, dass man wirklich zuhört. Wenn man Fragen stellt, bleibt das Gespräch lebendig. Der Humor. Der Humor sollte leicht und freundlich bleiben. Humor kann helfen, sympathisch zu wirken. Das Interesse. Echtes Interesse zeigt man durch Nachfragen. Interesse hilft, ein Gespräch über die Oberfläche hinauszuführen.